Während wir in Gedanken noch in dem schönen Florenz abhängen, ruft uns der Globus schon zu unserem nächsten Ziel. Wir fahren in eine mittelalterliche Stadt, die ein echt schreckliches Schicksal hat, denn sie wird irgendwann die Klippen hinabstürzen. In Städten sieht man manchmal in den Hauswänden so kleine Türen. Vielleicht hat man den Eingang zu einer Heinzelmännchenwohnung entdeckt. Oder es sind sogenannte Weinluken, aus denen früher aus dem Keller Wein verkauft wurde. Und während wir so fahren, sind wir plötzlich in dieser sagenumwobenen, typischen toskanischen Landschaft. Sanfte Hügel, wohin das Auge reicht. Und überall Zypressen, von uns auch liebevoll Pinselchen oder Pimmelottchen genannt. Es ist 6:30 morgens und wir sind hier bei den Warmbädern. Bagni San Filippo ist das älteste aus natürlichen heißen Quellen gespeiste Heilbad. Es ist so schön hier. Und? Schön. Es hat ein bisschen was Mystisches, hier mitten im Wald im warmen Wasser zu sitzen und die Natur zu genießen. Die Mineralien im Wasser sind richtig gut für Haut und Körper und helfen zum Beispiel bei Rheuma, Muskelverspannungen oder Hauterkrankungen. Es war so entspannend schön. Richtig toll. Wir fahren zur sterbenden Stadt, welches eigentlich ein Dorf ist. Civita di Bagnoregio. Da ist der Ort, auf der Spitze eines Tuffsteinhügels. Und man kann ihn nur über diese 250 Meter lange Fußgängerbrücke erreichen. Der Ort hier wurde lange Zeit als sterbende Stadt bezeichnet, weil viele der Häuser durch Erdrutsche mit in die Tiefe gerissen wurden. Und weil der Erhalt der Häuser zu aufwendig und kostspielig war, sind immer mehr Menschen weggezogen, sodass heute nur noch zwischen 5 und 12 Menschen hier leben. Das Dorf ist 2500 Jahre alt und inzwischen ein Touristenmagnet. In den Sommermonaten kommen hier mehrere tausend Besucher am Tag her und die 5 € Eintritt werden für den Erhalt der Häuser verwendet. 2008 wurde in dieser schönen mittelalterlichen Kulisse der neue Pinocchio-Film gedreht. Wenn ihr mal hier seid, dann probiert unbedingt diese Köstlichkeit. Kaffee Fräse. Sieht aber gut aus. Ist auch super lecker. Wie sieht's aus? Musst du jetzt wieder Attacke machen ins Wasser? Attacke! Wir haben Korkeichen entdeckt. Ich wusste gar nicht, wie die aussehen.
Bis zur ersten Ernte muss so ein Baum etwa 30 Jahre wachsen. Es ist der einzige Baum, der durch das Schälen der Rinde nicht beschädigt wird. Und die Rinde wächst sogar nach. Das dauert allerdings wieder 9 bis 12 Jahre. Erst dann kann erneut Kork geerntet werden. Den Kork erntet man erst, wenn zwischen Stamm und Schwamm ein Vakuum entsteht, sonst würde der Kork splittern und zerbröseln. Er wird ausschließlich per Hand geerntet. Wir haben wieder super ruhig geschlafen, gut bewacht, diesmal durch Herdenschutzhunde. Und auch wir hatten die Hunde gut im Blick, denn der Zaun ging nicht ganz rum. Sie hätten bis ans Auto rankommen können, wenn sie gewollt hätten. Deshalb haben wir auch aufgepasst, dass sie keinen Anlass haben zu denken, dass wir ihrer Herde irgendetwas tun wollen. Da sind wir doch hier im Lebensmittelsupermarkt und guck mal, was ich entdeckt habe. Das ist hier ganz normal. Hier gibt's extra Einkaufswagen, damit du deinen Hund mit reinnehmen kannst. Wir haben uns Lebensmittel besorgt und unsere Wasservorräte aufgefüllt. Wir sind gewappnet für den Tag. Hier sind lauter Kuhreiher. Das schwarze Gold. Und lecker so frisch. Das ist ein Feld mit so niedrig wachsenden Tomaten, ein ganzes Feld. Der Bauer, der wohnt hier nebenan und hat uns erzählt, dass die gar nicht immer nur geerntet werden, wenn die rot sind, sondern zu einem Zeitpunkt wird das komplette Feld geerntet und dann werden da passierte Tomaten draus gemacht. So, heute grillen wir, weil wir Appetit drauf hatten. Felix ist schon am Tisch. Bereitet noch Salat dazu. Und hier gibt es unsere leckere Sachen. Hier ist gerade überall richtig hohe Waldbrandgefahr, deshalb haben wir uns einen sehr sicheren Grillplatz ausgesucht. Nicht der schönste, aber darauf kommt es nicht an. Hauptsache sicher. Das riecht schon so gut. Hier neben uns stehen LKWs voll mit Tomaten. Ob hier die Tomaten von dem Feld, was wir vorhin gesehen haben, auch angeliefert werden? Die Firma kennen wir auf jeden Fall, die haben wir im Supermarkt auch schon gesehen. Heute sind wir an einem schönen öffentlichen Strand in der Nähe von Livorno, dem Spiaggia di Baratti. Und jetzt geht's nach Livorno. Livorno wurde im Jahr 1421 an Florenz verkauft und die mächtigste Familie aus Florenz, die Medicis, beauftragten einige bekannte Architekten, um Livorno umzubauen und zu optimieren, sodass sie schließlich zu einer der größten und wichtigsten Handelsstädte wurde. Durch die praktischen Fährverbindungen gelangt man heute von hier aus zum Beispiel ganz bequem nach Korsika, Elba, Sardinien oder nach Nordafrika. Die Medicis haben sich hier damals auch um den Bau der Kanäle gekümmert, damit die Piraten nicht so ein leichtes Spiel hatten, konnten dann die Waren direkt vom Schiff in die Lagerhäuser gebracht werden. Die Medicis haben hier in Livorno eine ganze Menge gerissen. Sie haben sich auch um den Aus- und Umbau der Festung gekümmert. Die war danach vollständig vom Wasser umgeben und hat Angreifern schon von weitem Macht und Wehrhaftigkeit vermittelt. Und sie so im besten Fall natürlich abgeschreckt. Wir gehen heute auf den Markt. Den gibt es schon seit 1894. Guck mal, wollen wir so einen kleinen Parmesan mitnehmen? Ist das eine Gurke oder eine Zucchini? Auch das bekannteste Denkmal hier in der Stadt zeigt ein Familienmitglied der Medicis. Zu Ferdinand Medicis Füßen winden sich 4 gefangen genommene Piraten. Es heißt, dass es Glück bringt, die Statue aus einer Position zu betrachten, in der man alle 4 Nasen der Piraten gleichzeitig sehen kann. Die Gemeinde hat kürzlich einen kleinen weißen Stein dort angebracht, wo man stehen muss, um dieses Glück auch nutzen zu können. Zu den Schiffen und kontrollieren, ob sie die Frachtpapiere alle dabei haben. Ob sie irgendwas reinschmuggeln wollen nach Europa. Weil hier die Grenze zwischen Afrika und Europa verläuft. In Italien. Das ist eine sehr wichtige Grenze. Heute ist hier ein Fest, deshalb spielt überall Musik.
Tja, das ist eine Challenge. Ohne Italienischkenntnisse sich einen Kugelschreiber besorgen. Hat er geschafft. Wir sind in Italien, wir müssen Tiramisu probieren. Wir haben uns ein bisschen Tiramisu bestellt, nur ein bisschen. Ist ja nicht so. Leckere Kaffeespezialitäten. Und leckere Kaffeespezialitäten, ja. Das ist nur ein kleines bisschen Tiramisu. Das ist ein ganz leckerer Kaffee, ganz großen. Naja, Was ist 0 Kalorien übrigens. 22,60 kostet die ganze Tiramisu-Torte. Aber sie schmeckt so gut. Tiramisu in Italien essen, check. Guten Morgen, wir sind in Bologna gelandet. Und tatsächlich, die ganze Stadt ist überdacht. Also die Arkaden, also man kann hier bei schlechtem Wetter auch gut und gerne alles besuchen. Man kann hier also nicht nur auch bei schlechtem Wetter gut bummeln, es sieht auch hübsch aus. Oh, sehen die lecker aus. Ja, hilft nix. Wir sind kleine Fressmonster, also müssen wir irgendwas davon holen. Ja, das ist also geworden. Und ein leckerer Kaffee Freddo. Wir sind jetzt hier zufällig in die Via del Pratello gekommen. Die Straße ist für ihre Street Art bekannt und fast alle Tore der Restaurants und Geschäfte sind künstlerisch gestaltet. Je später der Tag, umso lebhafter wird das hier, denn die Studenten mögen die günstigen Tavernen. Früher war die Straße Ort von zwielichtigen Gestalten, die noch zwielichtigere Geschäfte betrieben haben. Der Bär juckt. Von außen sieht es immer so unscheinbar aus und dann geht es durch so ein Tor, hinten in Gärten oder große Hinterhöfe. Maren, ich habe noch Fantasie gesehen. Fantasie. Wo hast du Fantasie gesehen? Ja, das ist Fantasie. Die Neptun-Statue vor der Basilika wurde von Giovanni di Bologna gefertigt. Ursprünglich wollte er die Genitalien von Neptun größer gestalten, kam aber dann dem Wunsch der Kirche nach und ließ sie kleiner ausfallen. Ganz offensichtlich wollte der Bildhauer das dann aber doch nicht einfach so hinnehmen, denn von schräg hinten betrachtet kann man Neptuns Hand auch anders deuten. Und wer jetzt denkt, Bologna, da kommt Spaghetti Bolognese her. Nee, jedenfalls nicht so, wie wir es kennen. Denn hier heißt es Ragout alla Bolognese und wird hier niemals mit Spaghetti serviert. Aha, Hunde kann man hier auf dem Arm mit reinnehmen. Wir haben uns vom Schlachter jetzt eine typische Spezialität aus Bologna geholt. Du wolltest Nee, mach ruhig. Lecker? Nicht lecker. Lecker? Eine Sache müssen wir in Italien noch erledigen. Italienisches Bruschetta essen. Check. So, wir sind unterwegs von Bologna zurück Richtung Schweiz und an keiner Tankstelle kriegen wir um die Zeit mehr Wasser. Und da haben wir jetzt einen Ort gesehen, den Automaten. Oftmals ist es ja kostenlos, aber in dem kleinen Dorf hier kostet 1 Liter 5 Cent eiskalt, entweder mit Kohlensäure oder ohne. Ich habe natürlich die ersten 3 Liter oder 4 Liter falsch gewählt, mit Kohlensäure. Und dann musste ich nochmal ohne Kohlensäure nachpumpen. Ich glaube, der Kaffee wird ganz lecker. Diesmal war unser Schlafplatz einfach an einer kaum befahrenen Straße.
Reise ist fast zu Ende. Wir sind in unserer letzten Station hier in Italien. Wir sind in Verona. Verona ist Schauplatz von Shakespeares Romeo und Julia. Hier ist der berühmte Balkon, auf dem Julia stand, als Romeo ihr seine Liebe gestand. Also wer ein bisschen Romantik will, ab nach Verona. Das auffälligste Merkmal ist das Amphitheater. Da finden heute keine Kämpfe mehr drin statt, sondern nur noch Opern und Konzerte. Grazie und tschüss Italien, wir machen uns auf den Heimweg. What? Hier fährt eine Bahn einfach durch. Das ist keine Straßenbahn, das ist Bernina Express. So, warte mal, ich kann die Autos entgegenkommen. Vorher ein bisschen schneiden, kritisch. Oder falls ich schon in die Nebel. Was steht die denn da und frisst? So, heute Nacht haben wir noch im Fürstenturm Liechtenstein geschlafen. Heute ist der 13. August. Es ist 1:35 Uhr nachts. Und wir haben gefahren 4250 circa Kilometer.